Es wirkt wie eine vergessene Welt. Ein Ort, an dem sich alles langsam auflöst, der sich selbst überlassen wurde, um den sich seit vielen Jahren niemand mehr gekümmert hat. Das einstmals prunkvolle Frankfurter Polizeipräsidium ist heute eine Ruine. Ich bin hier mit Christian Setzepfand, Stadtführer seit 44 Jahren. Ich glaube, Sie gehen besser vor. Aktuell führt er Leute durch das verlassene Gebäude, solange es noch steht. Denn das Gelände wurde verkauft und nächstes Jahr sollen hier Wohnungen und Büros gebaut werden. Das ist ein bisschen das Verwirrende dran, immer wieder in diese endlosen Gänge, wo 100 Meter scheinbar Büros nebeneinander sind, und das Ganze auf 4 Etagen. Das hat schon Potenzial, dass man sich gut verlaufen kann. Haben Sie bei einer Führung schon mal jemanden verloren? Noch nicht, aber das befürchte ich selbstverständlich, dass irgendwann jemand denkt, ach, ich gehe mal gucken und dann ist er weg. Aber ich sage den Leuten auch immer vorher, wir holen sie frühestens nächste Woche ab, und das hilft dann schon so als Hinweis, dass sie bei der Gruppe bleiben. Okay, dann hoffe ich, dass wir hier alle wieder gemeinsam rauskommen. Ja, das sehen wir nachher. Die ganze Kulisse hat Horrorfilmpotenzial. Dabei wurde hier vor einigen Jahren noch gefeiert. Zeitweise war hier nämlich der Club Präsidium 1911 untergebracht. Für uns geht es weiter nach oben. Auch hier lange Gänge, verwinkelte Ecken und leere Räume. Nicht weit davon entfernt ein kleiner Zellentrakt. Hier mussten früher Verdächtige warten. In diesen Zellen waren eigentlich alle großen Frankfurter Kriminalfälle mit ihren Verbrechern irgendwie anwesend. Also ob das der angebliche Mörder von Rosemarie Niedrewitt gewesen ist, ob das der Hammermörder in Frankfurt war oder Andreas Bade, also die Terroristen der 1970er Jahre. Die waren alle in diesen Zellen, solange sie auf ihre Verhöre gewartet haben. Und es geht wieder ein Stockwerk tiefer. Ich habe mittlerweile die Orientierung verloren. Die vielen Treppen sind verwirrend und überall liegt Bauschutt herum. Aber gibt es denn auch Orte im Haus, wo Sie sagen, da gehen Sie nicht hin? Oder die gruseln Sie immer noch, obwohl Sie sie schon ganz oft gesehen haben? Naja, es gibt hier einen Keller unter dem Haus. Da gab es einen Raum, der von oben bis unten mit Pistolen an der Wand vollgehängt war, die tatsächlich bei Verbrechen eingesetzt worden sind. Und für mich war dieser Raum deshalb so schrecklich, weil ich gedacht habe, das findet real auf Frankfurts Straßen statt. Dann würde ich sagen, wir gehen mal ein Stück weiter und Sie leiten mich irgendwie wieder aus diesem Gebäude raus. Das weiß ich noch nicht. Okay, wir versuchen es mal. Wir versuchen es mal. Wir gehen da lang. Wir haben wieder rausgefunden. Und auch wenn ich das Gefühl hatte, in einer anderen Welt gewesen zu sein, war ich doch nur durch ein paar Mauern vom heutigen Frankfurt getrennt.